Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Wieder mit einer Folge hier live vom Stand von der OOP 2024. Bei mir zu Gast war gerade Michael Mahlberg. Mit ihm habe ich über die Katerstimmung einer agilen Transformation gesprochen und wie man noch auf Change blicken kann. Denn bei allem Hin- und Her-Transformieren haben wir manchmal gar nicht im Blick, was es für gute Modelle schon aus der Vergangenheit heraus gibt. Er zeigt uns ein paar Modelle auf, wo die Vorteile liegen und wie sie kombiniert werden können. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Richie, freut mich hier zu sein. Ja, schön. Wir sind ja hier auf der OOP. Du bist mein erster Gast hier in dem Podcast für die nächsten 3 Tage. Also, du hast mich jetzt hier noch ganz frisch als aufmerksamen Frager sozusagen. Freue mich, dass wir es geschafft haben, hier einen Slot zu finden. Und ich habe im Vorfeld einen Abstract gelesen auch, und da ging es so um Postagilität. Genau. Was macht man, wenn man so die Katerstimmung hat nach einer Transformation? Also, wie kann man da mal drauf gucken auf das ganze Thema Change und so? Und du hast da einige Modelle gebracht. Und das fand ich total spannend, auch für die Community hier, dass wir uns darüber mal unterhalten. Ja, sehr gerne. Ja, und da würde ich sagen, starten wir auch gleich rein. So, was ist denn da so deine Idee, über das Thema so mal mehr zu beleuchten? Genau, ich fange vielleicht erstmal damit an mit dem Begriff Postagilität. Was man jetzt aus dem Abstract so ein ganz kleines bisschen rauslesen kann, ist ja dieses nach der Transformation. Der Begriff Postagilität ist aber tatsächlich jetzt inzwischen von einigen Leuten in Gebrauch, sage ich mal. Alistair Cockburn ist der Letzte, der auf den Zug aufgesprungen ist von den bekannteren Namen. 2019, 2010 hat David Anderson das schon mal benutzt. Und das ist eher zu vergleichen mit so einem Begriff wie Postmoderne. Dieses Post-Irgendwas wird im Allgemeinen verwendet, wenn ein Thema in der breiten Gesellschaft angekommen ist, aber damit auch seine Schärfe und seine Klarheit verloren hat. Also, es gab eine Zeit, da war Moderne ein sehr, sehr klarer Begriff, der auch in der Kunst oder in der Baugestaltung, in der Architektur ganz klar gesagt hat, worum es geht. Und sobald es in der breiten Bevölkerung verbreitet war, war Moderne irgendwas Schwammiges geworden. Und das war die Zeit, in der dann die Postmoderne aufkam. Noch kein richtig neuer Begriff für das Nächste, aber ein bisschen klar zu machen, wir reden nicht mehr von dem, was es vor 20, 30 Jahren mal war. Also bei der Postmoderne, bei der Postagilität natürlich nur vor 22 Jahren, 23 Jahren inzwischen. Ja, es ist ja also mit Agilität ja auch, sagen wir, den Kinderschuhen entwachsen. Es gibt ja mittlerweile alles in dem Kosmos der Agilität. Also wird hinskaliert, raufskaliert, Rollen hin und her gecoacht, alles Mögliche. Also es ist ja mittlerweile, versucht ja jeder irgendwo so einen Weg zu gehen. Genau, und viele Leute aus meinem Umfeld versuchen halt eher den Begriff Agilität schon wieder zu vermeiden, weil das so ein schwammiger Umbrella-Term ist, der für eigentlich alles gilt. Und man darf nicht vergessen, als das aufgekommen ist damals, war das ja nur ein Begriff, den Leute, die eigentlich unter dem Mantel oder unter dem Dach, Mantel klingt so negativ, unter dem Dach der leichtgewichtigen Prozesse unterwegs waren, gefunden haben, um ihre Gemeinsamkeiten zu beschreiben. Und die Konferenz, auf der das, was heute als Manifest für agile Softwareentwicklung bekannt ist, geschrieben wurde, hieß Konferenz für leichtgewichtige Prozesse. Und von daher, es gab so eine Zeit, in der das relativ klar war, was damit gemeint ist. Heutzutage ist es das wieder nicht mehr. Und gerade wenn wir jetzt über Wandel reden und über was ist wichtig, was kommt wirklich im Unternehmen an, dann hilft es halt wenig, so einen Begriff wie agil in den Raum zu werfen. Weil agil kann halt alles sein. Ja. Aber das Ding hieß damals Manifest für agile Softwareentwicklung. Das Ding hieß nicht Manifest für agile Unternehmensführung. Das hieß nicht Manifest für agile Aufbauorganisationen. Und all das war es halt nicht. Dafür gab es andere Modelle, gibt es immer noch. Und deshalb finde ich, sind diese anderen Modelle auch so super relevant immer noch. Jetzt lass uns da mal ein bisschen reingehen in diese, welche es gibt da. Also manche haben das eine oder andere schon mal gehört, aber hast du da so 2, 3, wo du sagst, okay, die können wir mal ein bisschen genauer anschauen? Genau, ja. Das, was ich halt immer wieder sage, gerade wenn die Leute was Größeres vorhaben, wo es nicht um kleinen Wandel geht, sondern um Wandel im Großen, ist halt tatsächlich der gute alte Kotter, wird immer wieder zitiert, John Kotter,
hat vor vielen Jahren so ein 8-Schritte-Modell mit seinem Kotter-Institut ausgearbeitet. Und alleine das einmal durchzugehen, hilft unglaublich. Und ganz häufig sieht man da dann halt auch, was vergessen wurde. Weil es ist halt nicht damit getan zu sagen, seid jetzt so. Und die Theorie dahinter ist halt, dass man zuerst mal, ich versuche mal ganz schnell da durchzugehen, Ja, nicht durch alle 8 Phasen jetzt, das ist vielleicht ein Tick viel, dass man zuerst mal tatsächlich einen Sense of Urgency braucht, einen wirklichen Sog, etwas zu verändern. Und viele Initiativen scheitern schon daran, dass es nur einen einzigen gibt oder eine einzige, die meint, man müsste mal was ändern. Da fehlt schon das Buy-in. Ne? Jemand müsste mal was ändern. Und ja, ich habe jetzt zwar niemanden davon überzeugen können, aber ich drücke das mal mit Gewalt durch. Da ist kein Sense of Urgency da ist kein Sog da. Und wenn man dann die anderen 7 Schritte noch macht, wird es auch nicht funktionieren im Allgemeinen. Sieht man ganz häufig. Der nächste Schritt in dem Modell ist halt dahin zu kommen, dass man eine häufig falsch benannte Allianz der Führenden bildet, häufig Allianz der Willigen genannt. Das stimmt gar nicht. Es geht wirklich darum, dass man eine kleine interne Allianz der Führenden hat oder eine Koalition der Führenden, Coalition of Leaders, die tatsächlich den Wandel gestalten wollen von innen. Und darauf aufbauend dann nächste Schritte. Sehr schön zum Beispiel der Visionsbegriff, ist der dritte Schritt. Was ist hinterher anders als vorher? Also nicht, wir brauchen jetzt eine neue Firmenvision oder wir brauchen jetzt eine neue Vision, was das Unternehmen in der Welt machen will, sondern wirklich eine Vision, wenn wir mit diesem Wandel weiter sind, wenn wir mit diesem Wandel durch sind, dazu komme ich gleich nochmal, woran erkennen wir dann, dass das Leben anders ist? Und damit ist nicht gemeint, die Formulare sind dann blau und nicht mehr gelb oder wir haben 4 Durchschläge und nicht mehr 6, sondern damit ist wirklich gemeint, was ist im Unternehmen dann grundsätzlich anders? Wie fühlt es sich anders an? Wie sind die Interaktionen anders? Woran erkennt man das auch als Außenstehender? Hey, da hat sich was geändert. Das erinnert mich gerade an eine ganz spannende Coaching-Frage, die ich immer so auch verwende. So, woran merkt die Fliege, die an der Wand sitzt, denn eigentlich, dass sich was geändert hat bei dir? Ne? Wie kriegt die das mit? Ne? Also das ist ja dann auch ein interessanter Blick und ganz anderer Blick auf eine Vision, als man es gewohnt ist eigentlich auch. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und das Faszinierende ist, das Kotter-Institut hat das halt zumindest als Überblick auf der Website und alleine schon, das haben wir gestern Abend mal gemacht in dem Talk, einfach mal diese Punkte in Ruhe durchzulesen und sich zu überlegen, hey, in diesen 2, 3 Sätzen, die da stehen, mir ist das auf der Ebene nicht. Was bedeutet das für den Wandel? Und ganz viele Leute sagen dann, oh ja, Schritt 2 und 3 haben wir eigentlich nie gehabt. Und dann erklärt es eben halt auch, dass vieles nicht funktioniert. Ja. Das ist so eins der Modelle, die extrem hilfreich sind. Ja, sehr schön. Was noch? Also, soll ich weitermachen? Ja. Auf jeden Fall. Genau, ja, gerne. Das nächste Modell, was ich daran anschließe immer gerne ist, ja, jetzt haben wir so dieses Große uns angeguckt, einen Wandel, der tatsächlich eine ganze Organisation umfasst. Wobei auch da ganz spannend, ich habe ja eben gesagt, wenn der Wandel fertig ist, fertig ist Wandel eigentlich nie. Ja. Das sieht man dann auch bei den letzten Schritten. Da haben wir dann nämlich das Verstetigen des Wandels. Und das ist durchaus in 2 Richtungen zu verstehen. Zum einen Verstetigen dessen, was erreicht wurde, aber auch Verstetigen der Wandelbarkeit. Aber da würden wir jetzt sehr tief reindrillen. Manchmal ist es gut, wenn Sachen wandelbar sind. Manche Sachen will man auch verfestigen. Da gibt es ja auch dieses Change-Modell vom Auflösen, Ändern, Verfestigen. Ich bin davon kein so großer Freund, aber das ist auch ein anderes Modell, was dazu. Mit Verstetigen des Wandels meinst du quasi, dass also Wandel quasi zur Kultur wird, dass man dann auch immer weiter lebt und dann nicht wieder irgendwo stehen bleibt und dann sich nicht weiterentwickelt? Genau. Also es gibt halt tatsächlich bei Kotter gibt es beide Sichten, wenn man sich die Literatur dazu weiter anguckt, als diese Übersichtsseite, von der ich gerade gesprochen habe. Dann gibt es zum einen das Verstetigen dessen, was erreicht wurde, was auch nicht so leicht ist, weil Systeme immer die Tendenz haben, in die alten Bahnen zurückzufallen. Gerade wenn die informellen alten Strukturen noch immer funktionieren, dass man dann
wieder anfängt, in die alten Denkweisen, in die alten Handlungsweisen zurückzufallen. Das ist die eine Art des Verstetigens. Und die andere ist halt das Verstetigen des Bereitseins, mehr Sachen zu ändern, mehr Sachen auszuprobieren. Es geht also durchaus in beide Richtungen. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Teil im Alltag der Unternehmen, ne? Weil wenn ich oft reinkomme und sage, wir machen jetzt was anderes, ne? Die schlagen manche schon die Hände über den Kopf und sagen, nicht schon wieder. Ne? Also die wollen dann das gar nicht mehr. Ne? Also dieses ständige Wandel und so. Also da ist ja das nicht gut angekommen oder ist irgendwie dann total negativ belastet. Das muss man erstmal wieder irgendwo richten. Ne? Genau, damit sind wir bei einem zweiten Modell. Wie gesagt, Kotter ist so für größere Stücke, größere Blöcke, größere Änderungen. Das zweite Modell, was ich immer wieder gern zitiere, ist die Change Curve von Virginia Satir. Eigentlich auch ein ganz einfaches Modell. Und das sagt, wenn wir uns als Person, als Mensch, also man muss dazu wissen, Virginia Satir war Familientherapeutin in den USA, also kommt aus einer etwas anderen Ecke, ist aber in unseren Kreisen relativ bekannt geworden, weil sie zusammen mit Jerry Weinberg, der seinerseits sehr viel in der IT beeinflusst hat und im IT-Consulting, viele Sachen für, sagen wir mal, eher an den härteren Science, also Hard Science orientierten Menschen erarbeitet hat, so dass es dann eine sehr schöne Brücke von diesem Soft Science zu den Hard Science gibt. Ich lasse mal die ganze Diskussion, was ist jetzt wirklich hard, also schwer, und was ist soft, also einfach, außen vor. Ich finde die Wertung an der Stelle nicht hilfreich. Aber das, was sie halt an der Stelle gesagt hat, ist, es gibt so einen ursprünglichen Zustand, alten Status quo, dann gibt es irgendeinen Einfluss von außen, der was ändert. Was macht der Mensch, die Persönlichkeit an der Stelle? Menschen haben eine Beharrungskraft, erstmal gar nichts. Dann gibt es eine Phase, die in dem Kontext dann Chaos heißt. Das klingt schlimmer, als es ist. Das heißt erstmal nur, dass wir nicht mehr in dem gleichen Zustand sind, Sachen möglicherweise nicht mehr so selbstverständlich machen, dass wir über Sachen nachdenken müssen, dass wir nochmal nachfragen müssen, dass wir noch freie Zeit zwischendurch brauchen, um Sachen zu tun. Dann gibt es nach einiger Zeit so ein stabilisierendes Element da drin. Man sieht irgendwas, fühlt irgendwas, hört irgendwas, was einem dabei hilft, das, was man vorher noch gerade als Chaos, als Lernumgebung empfunden hat, zu integrieren und schwingt sich dann auf den neuen Zustand ein. Das Ganze hat, wenn man das aufmalt, hat das so eine J-förmige Form und daher auch eine der vielen J-Curves. Und die ist halt für jeden Menschen anders. Das kann, je nachdem, ob es darum geht, was zu lernen, ob es darum geht, sich an was Neues zu gewöhnen, das kann schneller gehen, das kann langsamer gehen. Das Spannende ist aber, wenn wir auf dieser Achse habe ich jetzt bewusst nichts aufgetragen. Das ist auch wichtig, weil das hat nichts damit zu tun, auch hier wieder nicht gut oder schlecht, sondern einfach nur, man ist jetzt in einem anderen Zustand, macht Sachen mit mehr Zwischenschritten, weil man noch was lernt oder ähnliches. Wenn man gerade im unteren Bereich dieses Js ist und dann der nächste Wandel kommt und dann wieder im unteren Bereich dieses Js ist und dann der nächste Wandel kommt, dann wird es irgendwann doch frustrierend, weil man dann ständig neu lernen muss. Das heißt also, wir fangen heute mal an, eine neue, um beim Hauptthema deiner Podcast sonst zu bleiben, beim Testen. Wir führen heute mal Gherkin ein und morgen führen wir einen Test-Automation-Server ein und übermorgen führen wir einen neuen Testrunner ein. Ist nicht so schlau, wenn man nicht erstmal das erste integriert hat. Ja. Ich glaube, da kommt ja auch ganz viel dann von diesem Frust her. Ne? Das geht dann quasi immer weiter runter und wahrscheinlich ist das ja auch ein bisschen die Folge davon, dass einfach man erwartet sich möglichst schnell ein Ergebnis. Ne? Ich will Gherkin, das muss dann auch gleich mal laufen und dann gleich auf das nächste und dann höre ich auf der Konferenz das nächste und dann kriegt das so eine Eigendynamik und ich bin so getrieben von diesen ganzen Themen dann. Ne? Genau. Und mit diesem Modell, mit diesem Satir Change Modell übrigens nicht zu verwechseln mit diesem Dabda Modell oder Kübler-Ross Modell, wo es Denial, Anger, Bargaining und so weiter gibt. Das ist ja das Krisenmodell. Sieht ähnlich aus, ist aber was ganz anderes. Es geht gar nicht darum, dass jeder Change automatisch was Negatives haben muss. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das kann
total toll sein, auch was Neues zu lernen. Wenn man dann irgendwas anderes dafür ein bisschen weniger macht in der Zeit, das kann ja trotzdem total spannend und motivierend sein. Und es muss überhaupt nichts Negatives sein. Aber die Dosis macht das Gift. Ne? Das erste macht noch Spaß, das zweite macht auch noch Spaß. Beim dritten, vierten, fünften, solange man noch nicht raus ist, wird es schwierig. Ich habe früher viel Zeit unter Wasser verbracht, als Taucher und Tauchlehrer, Tauchausbilder. Und die Tech-Diver haben den Begriff des Task-Loadings. Irgendwann wird irgendeine Kleinigkeit wirklich übel. Es ist überhaupt kein Problem, zwischendurch auf die Luft zu gucken. Es ist überhaupt kein Problem, zu tarieren. Es ist überhaupt kein Problem, einen Dekostopp zu machen und Gemisch umzuschalten, je nachdem, was man macht. Aber irgendwann, wenn man 15 Sachen gleichzeitig macht, vergisst man eine dieser Kleinigkeiten. Und genauso ist es, wenn ich jetzt 15 Sachen gleichzeitig lernen soll, ist das vielleicht nicht so schlau. Dann ist es schlauer. Das ist eine der Sachen, die man aus diesem Modell für mich immer gut mitnehmen kann, viele kleine von diesen Kurven zu haben und zu gucken, okay, anstatt jetzt riesig viel zu lernen, einen großen Wandel zu machen, was für einen kleinen Wandel kann ich denn machen, der in die richtige Richtung geht, aber mir schon mal dabei hilft, ein bisschen die Früchte zu ernten. Ich sehe ja dann auch einfach ein bisschen mehr ein zuordnbares Feedback. Ne? Wenn ich irgendwas verändere, dann möchte ich ja wissen, bringt das was? Wenn ich 5 Sachen gleichzeitig verändere, dann weiß ich ja gar nicht, was hat jetzt eigentlich vielleicht einen Mehrwert gebracht oder muss das dann wieder auseinanderklamüsern oder was auch immer. Ne? Das haben wir ja beim Fehler auch. Ne? Wenn wir sagen, wir wollen eine Sache testen, ne? Und dann testen wir, dann sehen wir, ob das einen Fehler bringt. Und wir testen nicht alles auf einmal, weil dann treten Fehler auf und ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ne? Also ich glaube, da bringt diese Kleinteiligkeit nacheinander zu schalten, diese Schritte natürlich auch total viel. An der Stelle zitiere ich auch tatsächlich immer gerne das vom wissenschaftlichen Arbeiten monokausale Experimente. Klingt total gespreizt, aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es einfach nur Experimente, also Lernschleifen, bei denen es nur einen einzigen Änderungsgrund gibt. Und das ist halt, das finde ich auch einen sehr schönen Begriff dafür. Ja, spannend. Wenn wir da mal auf die Praxis schauen, jetzt 1:1 von diesen Modellen, ne, wie kann man denn da mal, auch leichtgewichtig reinstarten, wenn ich jetzt so ein Team bin oder sowas und merke, so, irgendwie, das läuft nicht so. Ne? Also wie würdest du den Transfer da so beginnen? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich werde jetzt auch nicht, keine Angst, ich zähle jetzt nicht alle von gestern Abend auf, das war ein 90-Minuten-Vortrag. Aber tatsächlich greifen diese Modelle alle ja auch ineinander. Und die klassische Beraterantwort kennst du, es kommt drauf an. Und es gibt noch 2 weitere Modelle, die ich zumindest mal in Betracht ziehen würde. Das sind diese Tribal Leadership und Tribal Stability Modelle, wo es darum geht, wie ist denn überhaupt der Zusammenhalt in der Gruppe und auf was für einem Reifegrad befindet sich die Gruppe. Im Sinne von, wie guckt sie auf die Welt. Ja. Und je nachdem sind Änderungen halt anders angeraten. Die Frage ist jetzt, wenn du sagst, wie kann man leichtgewichtig da reingehen, was ist der Auslöser? Ist der Auslöser irgendein Schmerz, den man hat? Dann würde ich wahrscheinlich erstmal hingehen und mit sowas wie diesem Tribal Assessment gucken, auf welcher Tribal-Ebene ist dieses Team, was für Interventionsmöglichkeiten habe ich da als Team. Also jetzt gar nicht als ich von außen, das ist oft gar nicht nötig, durchaus auch als Teammitglied oder als Führungskraft des Teams einfach mal gucken, okay, es gibt da 4 Stufen Tribal Leadership, das Buch dazu, durchaus empfehlenswert. Wonach fragt dieses Assessment denn? Also in welche Richtung geht denn das? Ja, das fragt halt nur indirekt. Okay. Die Stufen sind aber relativ markant. Okay. Das fängt an mit ganz unten Life Sucks. Da wird alles als negativ gesehen, geht drüber. Das ist jetzt dieses Tribal Leadership Stages Modell. Geht weiter mit I Suck, das ist schon mal eine Differenzierung. Es gibt da draußen also was nicht ganz nur schlecht ist. Dann geht es weiter mit We Suck. Dann kommen wir in die guten Bereiche. Nein, Entschuldigung. We Suck kommt gar nicht vor. Es kommt davor I'm Great.
Klammer auf, und die anderen alle nicht. Ah ja. Also Okay. Heldentum und so Ja. weiter. Sind teilweise sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen, die diese hauptsächliche Charakteristik haben. Sind auch um ein Drittel der Arbeitsplätze sind so in größeren Unternehmen. Und geht dann weiter mit We are great und hört auf mit Life's great. Und gerade bei den unteren ist es schon sehr deutlich, wo da Interventionsmöglichkeiten sind. Gerade wenn man jetzt so eine Gruppe als Führungskraft hat, dass man sagt, okay, wir sehen jetzt, das ist eine Gruppe, die sagt, ja, also in der haben wir ganz viele Leute, ich bin toll, aber die anderen nicht. Dann kann man gucken, welche Möglichkeiten man hat, sie dahin zu führen. Hey, guck mal, da ist noch jemand, der auch toll ist und der sitzt direkt neben dir. Guck mal, was ihr zusammen erreicht habt. Und dann so ein Gemeinsamkeitsgefühl zu erreichen. Das wäre an der Ebene was. Das ist aber auch schon ein Wandel. Das heißt, wenn ich versuche, als Führungskraft sowas zu initiieren, muss ich erstmal gucken, kann ich das selber überhaupt? Bin ich dicht genug an dem Team dran? Wenn nicht, und damit kommt das Ganze jetzt nämlich so als Baukasten zusammen, wenn nicht, müsste ich zumindest mal ganz kurz mir den Kotter durch den Kopf gehen lassen. Habe ich überhaupt einen Sense of Urgency, den ich bei irgendjemandem erzeugen kann? Wenn nicht, brauche ich mich als CEO nicht drüber zu ärgern, da 3 Teams von mir weg funktioniert ein Team nicht so, wie ich will. Wenn ich nicht in irgendeiner Form Sense of Urgency erzeugen kann, bei jemandem, der dicht genug dran ist, habe ich als Führungskraft, da fehlt was. Ich muss das irgendwie überbrücken, was dazwischen ist. Dann, nächste Stufe, aus Kotters Modell wieder, kriege ich eine Koalition von Leuten, die diesen Wandel, es ist nur ein ganz kleiner Wandel. Es geht nur darum, dass 2 Leute oder 3 ein bisschen anders miteinander zusammenarbeiten und von diesem Ich bin ein Held zu Wir sind gut kommen. Also kein großer Wandel. Trotzdem, wenn ich weit genug weg bin, erstmal Koalition der Führenden bilden, dann, erstmal Sense of Urgency, dann Koalition der Führenden bilden und dann kann ich langsam überlegen, was kann ich konkreter machen. Und gleichzeitig nehme ich wieder das andere Modell, was ich im Kopf habe, Satir Change Model. Moment mal, wenn ich gerade mit den beiden daran arbeite, dass sie besser zusammenarbeiten, dann sollte ich ihnen vielleicht nicht noch, übrigens müsst ihr ab morgen irgendein neues Testtool verwenden und übrigens hätten wir gerne, dass ihr ab morgen nicht nur Testpläne schreibt, sondern auch explorativ testet. Ist keine gute Idee, weil man ja weiß, sie sind gerade sowieso in einer Change-Kurve, in der sie neue Dinge lernen. Das heißt, deine Frage war ja, wie kann man das leichtgewichtig in die Praxis übertragen? Ich finde, das Wichtige beim Übertragen in die Praxis ist halt zu sagen, okay, es ist nicht ein Modell, was ich nehmen kann, sondern es gibt so einen kleinen Baukasten, 4, 5 Modelle. Wenn ich mir die regelmäßig durch den Kopf gehen lasse, wenn ich denke, da muss sich was ändern, da sind schon so viele Sachen dran, über die ich nachdenken muss. Wenn ich sage, da ist von mir weg, keinen direkten Einfluss, muss, ohne zu sagen, wozu, ist immer schwierig, sich was ändern. Wie ist die Vision dazu? Wie sieht es aus nach der Änderung? Das heißt, bei solchen kleinen, harmlosen Sätzen sind so viele Trigger, die man hören kann, wo man dann sagen kann, okay, für jeden dieser Trigger habe ich eins dieser Modelle für Wandel. Deshalb finde ich das so, also du siehst, ich bin begeistert von dem, was man da machen kann, wenn man das so Lego-mäßig zusammensetzt. Ja, ich finde das auch super, weil nichts ist schlimmer, als wenn man so ein Modell heilig vor sich herträgt und sagt, okay, das ist jetzt der Stein der Weisen und alles muss so laufen und dann wird das drüber gebügelt. Dann hätten wir ja nur uniforme Unternehmen und Teams und das funktioniert ja nicht. Dafür sind ja Menschen auch viel zu individuell. Ne? Und sich quasi das Beste da rauszunehmen und zu sagen, okay, einzeln zu schauen. Und ich finde, also für mich steckt da ganz viel drinnen, wenn du sagst, dass man so die dann auch in einer Change-Kurve drinnen lässt, ne? Und nicht noch was draufschmeißt und noch was. Und ich glaube, diesen Fehler machen einfach viele Führungskräfte oder auch Unternehmen sehr häufig, dass die halt ganz viel da draufladen. Ne? Und so. Das lässt sich ja auch häufig gar nicht vermeiden. Also oft ist der Wandel ja nicht zentral organisiert, sondern der passiert einfach. Also und sei es nur Sommer auf Winter. Hey, wir haben jetzt tolle neue Büros. Im Winter war noch alles cool.
im Sommer arbeiten Leute viel weniger produktiv. Wie kommt das denn? Ja, da haben wir leider Sonne auf den Bildschirmen und unsere schöne Idee mit dem Pair-Programming funktioniert gar nicht mehr, weil die Leute nicht mehr gemeinsam auf einen Bildschirm gucken können. Ja. Unbeabsichtigter Wandel ist aber passiert. Ja, das heißt, der erste Wandel, hey, lass uns mal Open Floor Plan machen und Leute in Zweiergruppen an Tische setzen und so weiter. Der ist vielleicht nach 3 Wochen schön durch seine Kurve und jetzt sind die Leute produktiver und haben sich damit angefreundet. Und dann kommt der nächste Change, den man gar nicht eingeplant hat. Das ist ja eigentlich auch eine totale Anforderung auch an meine Beobachtungsgabe. Ne? Also wenn ich Führungskraft bin, ne? Also wenn ich da in meinem Zimmerchen sitze und nur auf Controlling-Zahlen schaue, dann werde ich diese Sachen ja nicht sehen. Ne? Also ich muss ja auch wirklich mehr Awareness auch haben rundherum, mal zu schauen, wo hackt es denn gerade auch. Ne? Es sei denn, du hast darauf irgendwelche KPIs, aber das ist selten. Ja, genau, ja, das stimmt. Ja, super. Also ich finde, das ist ein spannender Bogen, den du da gemacht hast. Hast du noch so für den Abschluss so einen Tipp, den du uns mitgeben kannst? Den einen entscheidenden Tipp. Den Lifehack, der jetzt alle glücklich macht. Also ich weiß, die Erwartungshaltung ist jetzt groß. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, der entscheidende Tipp ist tatsächlich, oder was für mich halt ganz wichtig ist immer wieder zu reflektieren, wo stecke ich gerade in wie vielen Wandeln? Weil die Idee, dass es den einen Wandel gibt, ist halt reine Illusion. Ja, genau. Also ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist super. Da können wir uns alle noch mal ein bisschen an der Nase nehmen und mal genauer hinschauen. Ja. Genau. Ansonsten, die Slides von gestern Abend sind auch alle frei im Internet verfügbar. Super, die werden wir auch verlinken. Wenn du die irgendwie ich weiß nicht, wie ihr das habt, Shownotes oder sowas. Genau, da kommen die mit rein. Perfekt. Super, cool. Michael, vielen lieben Dank, dass du hier Rede-Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der OOP. Dankeschön, dir auch. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Tschüss.